Danke, dass ihr meine Gäste seid. Mein nächster Gast war 28 Jahre lang ein hochrangiges Mitglied von Scientology, jener Psychoorganisation, die vor allem auch durch prominente Namen wie Tom Cruise oder John Travolta immer wieder den Weg in die Schlagzeilen schafft. Dann kam eine schwere Lebenskrise, eine Krebserkrankung, bei ihm das Umdenken und schließlich der Ausstieg aus der Organisation. Jetzt will er erklären, will warnen und will erzählen, was ihm passiert ist. Ich begrüße Wilfried Handl, den ehemaligen Leiter von Scientology Österreich. Bist du gut? Guten Abend, Herr Handl. Grüß Gott, hallo. Sie werden uns dann noch gleich erzählen, was Sie da mitgebracht haben, aus Anschauungsgründen. Aber erst wollen wir mal ein bisschen was erfahren über Ihre Geschichte und diese Zeit. Tom Cruise, den amerikanischen Hollywood-Schauspieler, den viele kennen, der hat man gelesen, seine neue Lebensgefährtin Katie Holmes sozusagen jetzt einmal eingeführt in Scientology, also bekennender Scientologe. Sie sind Insider. Was wird die junge Frau da erwarten? Naja, im Prinzip glaube ich, das, was jeden Menschen erwartet, sprich, gerade am Anfang hat man Fassade, also sprich, es ist sehr freundlich, schaut sehr nett aus, sind also alles Themen, wo man durchaus Ja sagen kann und das, was ich aus meiner Erfahrung weiß, wenn man so möchte, die Hölle kommt danach, also die kommt sicher nicht am Anfang, also sie wird dann Dinge kennenlernen, von der sie jetzt wahrscheinlich noch keine Ahnung hat. Würde ich mal meinen. Ja. Sie sind auch über eine Freundin vor vielen Jahren, mehr als 30 Jahren, zu Scientology gekommen. Am Beginn steht eine Art Kommunikationskurs. Wieso waren Sie neugierig drauf? Wie sind Sie reingezogen worden? Naja, im Prinzip war eigentlich, ich habe eine Freundin damals gehabt, die ist 3-mal in der Woche verschwunden, hat mir nicht gesagt, wo sie hingeht und ich war eigentlich ein sehr toleranter Mensch immer. Man dachte, okay, sie wird schon wissen, was sie tut. Und im Prinzip bin ich dann neugierig geworden, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist das auch was Gutes, was sie macht, weil immerhin ist sie meine Freundin. Und sie hat mir dann irgendwann einmal gesagt, okay, dass sie einen Kurs bei Scientology macht. Und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Und da sind eben dann diese Schlagwörter, also Kommunikation oder Kommunikationsfähigkeit. Das ist eigentlich für jedermann irgendwo ein verlockendes Erlebnis vielleicht, dass er sagt, okay, weil ich war damals auch nicht gerade unbedingt unkommunikativ, aber ich habe durchaus meine Mankos auch gehabt in der Kommunikation. Und ja, so rutscht man rein. Martina, also, du bist sehr katholisch erzogen. Drogen und Sekten, das ist ja so klassisch ein Bereich, wo man als Mutter besondere Ängste hat. Was kann man denn den Kindern mitgeben, damit sie nicht reingezogen werden? Geschichten von Bekannten, in meiner Lebensgeschichte natürlich Popstars, wo man miterlebt hat, was Drogen anrichten können. Ohne da jetzt ein besonderes Drama zu machen, draußen zu erzählen. Was habe ich gesehen? Scientology, je Erfahrungen gehabt? Gar nicht eigentlich, nein. Aber schon ganz früh auch berichtet als Journalistin. Ja. Ziemlich bald wird man ja dann mit der Grundphilosophie von Scientology vertraut, die ja auch durchaus Züge von Science Fiction hat, was nicht verwunderlich ist, weil der Begründer L. Ron Hubbard Science Fiction Schriftsteller, Autor auch war. Aber wird man nicht stutzig, wenn man einen Mitgliedsvertrag über 1 Milliarde Jahre unterzeichnet? Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, also normal müsste man stutzig werden. Ja. Ich wurde es damals nicht, weil das ist... wie soll man sagen, ich habe versucht, dem herauszukristallisieren für mich, warum habe ich quasi damals mein Gehirn an der Garderobe abgegeben. Also sprich, wenn man diese Zahl sieht, ja, für 1 Milliarde Jahre, damals wurde ich nicht. Ja. Also sprich, ja, ich habe damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Ja. Es geht so immer wieder darum, dass Probleme, die man hat, auch aus einem früheren Leben geklärt werden. Da ist dann vom Clearing die Rede, in Auditings passiert das. Welche Rolle oder wie funktioniert das mit diesem E-Meter? Das wird jetzt nicht angeschlossen, aber nur mal so grundsätzlich, um zu erklären, was passiert da? Welchen Zweck soll das haben? Im Prinzip ist das eigentlich sehr vereinfacht ausgedrückt eine Art von Lügendetektor. Ja. Auf der Skala bewegt sich eine Nadel entweder in die eine oder in die andere Richtung und beides wird von jemand aufgegriffen, der halt dann das bewertet, das bestimmt. Das sieht natürlich derjenige, der die Dosen, der wird auch mitgebracht, der hat 2 Stück, das ist da angeschlossen, die da in der Hand. Er sieht ja nicht, welche Nadelreaktion da ist und aufgrund dessen wird man quasi unter Anführungszeichen geleitet. Also Sie würden sagen, ein perfektes Mittel zur Manipulation? Ja, könnte man durchaus so sehen, würde ich durchaus auch so sehen. Ja. In Ihrem Buch beschreiben Sie solche Auditings, die Sie selbst erlebt haben und ich meine, was Sie beschrieben haben, klingt ja jetzt zunächst harmlos, sage ich, aber da war durchaus von einer ganz intensiven Situation unter Druck, von Brüllen, von Drohungen die Rede. Was war da so das Schlimmste, was Sie erlebt haben? Naja, das Schlimmste war, also sprich, das mit dem, ich bezeichne es jetzt als Zauberkästchen, da stehen dann auf der anderen Seite, also sprich auf der Seite, wo die Skala ist, 5 Personen, die halt eine ganz klare Diktion haben und auf der anderen Seite bin halt in dem Falle ich gesessen
und musste so lange etwas sagen oder auf die Fragen antworten, die ich bekommen habe, die scheinbar irgendwo da eine Reaktion hervorriefen. Also das würde ich mal sagen. Oder die zweite, noch viel schlimmer eigentlich, war das, was mir 1975 zugestoßen ist, wo also vor die Alternative gestellt wurde, entweder im nächsten Leben ein Stein zu sein oder jetzt das zuzugeben, was die zwei Herren in dem Falle von mir hören möchten. Nun, Sie waren aber nicht nur einfaches Mitglied, aktives Mitglied, sondern dann auch in hochrangigen, in leitenden Positionen tätig. Das heißt, Sie wurden ja auch tätig. Sie haben andere, Sie haben das, was Sie hier jetzt beschrieben haben, selbst angewandt. Sie haben andere Leute reingezogen. Gibt es da heute was, wo Sie sagen, ja, Sie würden sich durchaus auch als Täter fühlen? Ja, also das ist mir ganz wesentlich. Also ich sehe mich nicht nur als Opfer, ja, sondern ich habe zumindest auch eine sehr starke Täterrolle. Und zwar aus dem Grund heraus, also 28 Jahre ist man kein Opfer. Und das, was speziell in meinem Fall war, ich habe dann einfach die Dinge, so Hubbards Theorien und Lehren auch angewendet. Also sprich, letztendlich, ich habe zwar nicht jemand dasselbe angedeihen lassen, was mir passiert ist, aber es war zumindest in leicht herabgemilderter Form durchaus auch. Ja. Also es ist da... Also jetzt ist es einfach so sehr versucht habe in meinem Vorwort, ich kann mir jetzt eigentlich nur mehr entschuldigen dafür. Ja. Mehr kann ich, das Geschehene ist passiert. Ja. Wir haben Scientology natürlich auch um eine Stellungnahme zu Ihrem Buch gebeten und da heißt es zu diesem Buch ein mit Unwahrheiten und abstrusen Erfindungen durchzogenes Werk eines offensichtlich unehrlichen Menschen, der dann nun auch noch versucht, eigene Verfehlungen seiner Kirche anzuhängen. Und dann heißt es da, dass Sie offenbar in der Zeit, die sie dort war, scheinbar hat, wie sein Buch jetzt deutlich zeigt, nichts verstanden. Haben Sie eigentlich Angst vor irgendetwas, oder Sie haben dieses Buch geschrieben haben, wo Sie doch sehr intensive Einblicke in Scientology geben oder hinter die Mauern? Haben Sie Angst vor irgendwelchen Repressalien? Oder? Im Prinzip ist die Stellungnahme von Scientology durchaus die Stellungnahme, die ich erwartet habe. Ja. Das ist letztendlich, wenn man sich ansieht, das kenne ich ja aus meiner eigenen Vergangenheit auch als Scientologe, sprich also jeder Aussteiger, vor allem auch jeder Kritiker, jeder Journalist, wird automatisch hingestellt als... Sprich, er muss so viel, jetzt auf Wienerisch gesagt, Dreck am Stecken haben, dass er auf die Idee kommt, die Kirche, wobei ja das immer der Scherz in sich ist, weil ich bezeichne so Scientology absolut nicht als Kirche. Es heißt so Scientology Kirche Österreich, aber nur der Vereinsname sagt das. Und ich sehe das so, also im Prinzip durch meine Krebserkrankung habe ich eigentlich das Thema Angst mir abgewöhnt. Ja? Also sprich, ich will da jetzt nicht lobhudeln, aber ich bin 2-3 Mal also ziemlich am Rand gestanden, wo also meine Chancen 1:99 waren, habe das überlebt und kann jetzt für mich jetzt nur sagen, vor was sollte ich noch Angst haben? Mir geht es einfach um die Wahrheit, um die Ehrlichkeit und letztendlich sage ich, das ist einfach, es ist meine Pflicht oder sehe ich als meine Pflicht, dann einfach dazu zu stehen, meine Geschichte zu berichten. Also ich werde jetzt kein neues Dogma aufstellen, weil es genügt das Dogma von Scientology. Das heißt, ich renne jetzt sicher nicht durch die Gegend und bin jetzt genau das Gegenteil, nämlich das andere Extrem, sondern versuche einfach meine Erfahrungen, die ja immer doch ziemlich lange waren, wo ich also sehr viele Dinge gesehen habe, den Menschen einfach zugänglich zu machen und einfach, ja. In welcher Form hat diese Krankheit das Umdenken gebracht? Also Lebenskrise, Krebserkrankung, klar, da kommt man an die eigenen Grenzen und auch darüber, dass man natürlich heftig nachdenkt über seine Situation. Aber warum sind Sie da ausgestiegen? Also normalerweise ist eine Krankheit, eine leidhafte Situation eigentlich klassisch eine Situation, wo man sich einer Kirche, einer spirituellen Themen eher nähert, denn entfernt. Nein, im Prinzip ist aus meiner eigenen Biografie war das so, also der Zweifel, sprich, da war ich so 40, also vor 10 Jahren schon circa begonnen. Und ich habe mich dann scheiden gelassen, also ich habe 3 Söhne, also sprich, ich habe halt dann die klassische Lebenskrise gehabt. Danach kam dann meine Krankheit, die war eigentlich schon davor oder dazwischen, also ich habe Hodenkrebs zuerst gehabt, 1999. Das war eigentlich eher harmlos, also das habe ich noch scientologisch betrachtet. 2001 habe ich dann wirklich... Was heißt scientologisch betrachtet bei einer Krankheit? Naja, scientologisch betrachtet heißt im Prinzip das, also meine Definition ist, man ist dann ein Apparat. Ja, oder meine Freundin hat das mal gut bezeichnet, ein Zombie, sprich, wo Überleben das Wichtigste ist und man agiert dann quasi nur, also um jetzt sehr vereinfacht auszudrücken, damit nicht verwirrend wäre, denken, fühlen, handeln, fühlen ist ausgeschaltet. Es wird nur gedacht, okay, ich bin quasi eine Systemstörung, die Störung wird behoben und nachher funktioniert man weiter. Das heißt, sehr vereinfacht ausgedrückt, scientologisch gehandelt. Und 2001 bin ich dann im Prinzip rausgerissen worden und zwar komplett. Also ich bin gelegen im Spital, es wurde keine Lungentätigkeit mehr festgestellt. Ich war eigentlich ein Abschreibposten jetzt mal so betrachtet und habe das nicht so rasend mitgekriegt zum Glück, habe also eine ziemlich heftige Chemotherapie gehabt, habe das dann überlebt. Ja, man darf mich nicht einmal fragen, warum.
Und in der Zeit im Spital habe ich dann eigentlich sehr viel Zeit gehabt, auch nachzudenken. Ja, wir haben damals auch sehr viele Scientologen im Spital besucht, weil ich ja Scientologe war. Und da ist mir das erste Mal extrem aufgefallen, in welches Welt- und Menschenbild ich habe und was vor allem auch andere Menschen habe. Und darum habe ich eigentlich 4 Monate, so kam, dass ich halbwegs, ich habe dann eine Bauchoperation gehabt, halbwegs wieder auf den Beinen war, ist für mich der Entschluss festgestanden, ich trete aus. Aber so ein Umdenken, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und vor allem, wenn Sie sagen, da werden Denkmuster geprägt, ertappen Sie sich heute noch dabei, dass Sie scientologisch denken, oder ist da alles jetzt anders? Also ich würde das so sagen, also ich bin jetzt, man kann sagen, fast 3,5 Jahre ausgetreten. Und ich bezeichne mich mal selbst ein bisschen mehr als die Hälfte des Weges. Also meine Freundin hat das gut formuliert, hat mir mal vor 2 Wochen gesagt, sie hat das erste Mal das Gefühl, dass ich mehr Mensch als Zombie bin. Und ähnlich empfinde ich es auch. Also ich erwische mich immer noch mit scientologischen Mustern. Und ich sage das immer, okay, ich bin kein Hund, der aus dem Wasser steigt und sich einfach abbeutelt. Das dauert halt. Und genauso auf der anderen Seite, das was ich auch muss, und das ist auch unheimlich schwer, ich muss fühlen lernen. Also ich komme mir manchmal vor wie ein kleines Kind, also der muss halt gehen lernen und ich muss Empfindungen, Gefühle lernen, wie das ist, wie sie das anspürt, wie das mit wem anderen geht, sprich soziales Verhalten, also diese ganzen Dinge, so dumm es sich anhört, weil ich bin jetzt 51er, aber ich muss das wirklich lernen. Ja? Eine der schlimmsten Konsequenzen ist für Sie wohl, dass Sie Ihre Kinder, die bei Ihrer Ex-Frau sind und die Scientologin ist, nicht mehr sehen dürfen. Mit welcher Begründung? Naja, es war im Prinzip eine vorgeschobene Begründung, logischerweise, weil es ist sicher nicht so, dass meine Ex-Frau gesagt hat, Scientology sagt und daher darf ich, sondern ich bin durch meine Krebserkrankung, wurde ich zum Sozialfall, das heißt, ich bin im Prinzip auch noch Sozialfall und sie hat dann vorgeschoben, dadurch, dass ich meine Alimente nicht bezahlen konnte, obwohl ich das mit ihr ausgesprochen gehabt habe, ich habe gesagt, okay, sobald ich wieder auf den Füßen bin, werden wir das machen. Kam aber dann, okay, das war der Hauptgrund, ich darf meine Kinder nicht mehr sehen, wobei perverse Situation eigentlich, dass mein ältester Sohn lebt bei mir. Ja. Also meine 2 jüngeren Söhne leben bei meiner Ex-Frau. Und das ist natürlich aus meiner Sicht für meine Kinder unheimlich schwer. Also ich kann meine 2 kleineren Söhne, das weiß ich nicht so genau, aber es ist bei meinem großen Sohn, der ist 21, den zweist halb. Ja, weil ich sage immer, egal ob jetzt die Mutter oder der Vater Scientologe ist oder nicht, man liebt beide und man kann sich nicht zwischen Vater und Mutter entscheiden. Ja. Und das ist halt, ja. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie Sozialfall sind. Bei Scientology geht es ja auch immer um viel Geld. Also diese Kurse, und Sie haben ja viele besucht, die kosten ja richtig viel Geld. Was haben Sie da ausgegeben? Naja, ich würde mal sagen, also ich habe sicher in den letzten 10, 12 Jahren, habe ich so circa, würde ich mal sagen, 140.000 Euro. Würde ich mal sagen, so als Summe. Wobei, also da gibt es sicher einige, die noch viel, viel mehr ausgeben. Also es wären unheimliche Was haben Sie Summen beruflich gemacht in der Zeit? Also Na, ich habe das meiste, was ich bezahlt habe, war für meine Ex-Frau. Also ich habe selbst nicht einmal so viel gemacht, weil meine Ex-Frau, also ich habe auf sie geschaut, unter Anführungszeichen. Das heißt, das habe ich halt finanziert. Und für Kurse macht man das? Ja, es gibt Stufen. Es gibt also, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Stufen, die immer teurer werden, je höher das geht. Das hat dann also ganz oben sind dann also die sogenannten Oberstufen, nennen wir es einmal, von 1 bis 8. Das ist dann sozusagen das State of the Art, also sprich das Beste von Scientology, kostet unheimlich viel Geld. Meine Frau war also auf Stufe 4, also es gibt nicht mehr sehr viel oberhalb. Ja. Jetzt in Deutschland ist es so, dass Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Was würden Sie, wenn Sie jetzt wer direkt fragt, sagen, was ist das Gefährlichste dran? Das Gefährlichste ist im Prinzip, dass man in Scientology einfach das Gefühl, das Fühlen, das Empfinden komplett verliert. Ja, also man ist im Prinzip, ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also man hat keine persönliche Urteilsfähigkeit mehr. Man ist, also ich sage das immer, man ist enticht, man ist entpersonifiziert. Und das ist, also das konnte jetzt nicht nur bei mir feststellen, sondern auch bei den Reaktionen in Österreich, weil ich habe ja doch einige Freunde auch, zum Beispiel Ex-Freundin ist nach wie vor von mir Scientologin, die einfach gesagt, okay, Scientology ist wichtiger als du. Ja. Also ich habe sie zu meinem 50. Geburtstag eingeladen und gesagt, nee, das kann ich nicht machen, ich möchte Scientology machen. Und da habe ich sie dann auch gefragt, du kennst mich doch, ja? Bin ich wirklich der Arsch? Da sagt sie, nein, das geht's nicht, sie möchte Scientology machen. Ja. Und das ist dann, das ist im Prinzip das Ding. Ja. Miki, du hast zugehört, was sind für Gedanken gehen dir da durch den Kopf, wenn du so eine Geschichte hörst? Aufpassen. Immer nachdenken, ob man das wirklich will. Und wenn man Zweifel hat, die leisesten nur, dann sollte man sich das alles 2, 3, 4 Mal überlegen.
Wenn Sie mehr wissen wollen über die Geschichte von Herrn Handel und seine Zeit bei Scientology, er hat ein Buch darüber geschrieben, Scientology Wahn und Wirklichkeit heißt es, 28 Jahre in einer Psychosekte, nähere Infos darüber im ORF-Text. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Dankeschön. Jetzt freue ich mich